Shalom. Shalom. Parfim Havaim. Welcome. Willkommen. Are you practicing Koinonia every day? Praktiziert ihr oder praktizierst du jeden Tag Koinonia? Or still far away? Oder ist es immer noch so ganz weit weg? Or maybe sometimes Oder vielleicht manchmal, knock the door, hello God, dass du anklopfst an seine Tür und sagst, hallo Gott, don't forget me. vergiss mich nicht. Yeah. We have to stand in front of God every day, Wir müssen jeden Tag vor Gott stehen. every morning. Jeden Morgen. Today will be, today probably one more week will be last learning. Diese Woche oder vielleicht auch noch die nächste Woche wird es das letzte Mal sein, dass wir davon hören oder darüber About lernen, faith Yeshua. wer oder was Beit Yeshua ist. Yeah, you know, what is faith Yeshua, what we do, why we do what we do. Also was oder wer Beit Yeshua ist, warum wir tun, was wir tun. And we are Beit Yeshua Gemeinde, which is a missionary Gemeinde. Wir sind die Beit Yeshua Gemeinde und wir sind eine missionarische Gemeinde. We are radical disciple of Yeshua. Wir sind kompromisslose Jünger Jeschuas. Who are living, serving, witnessing, and multiplying in God's radical love. Wir leben, wir dienen, wir geben Zeugnis und ja, werden mehr und mehr in dieser kompromisslosen Liebe Gottes. Wir haben ein Wort geändert statt radikale Liebe und radikale Jünger auf kompromisslos, um einfach ein besseres Verständnis zu haben, was es bedeutet. Weil radikal im Deutschen hat so eine extreme Ansicht. So, Yeah. Deswegen kompromisslos. Yeah, I try to find every dictionary and every internet. Ich habe Genau. in jedem Wörterbuch nachgeschlagen, was ich finden konnte, im Internet gesucht, A positive meaning of radikale auf Deutsch. um ein Wort zu finden, was eine positive Bedeutung von diesem Wort radikal hat. Nada, Ich habe nichts gefunden. nothing. Nichts. I don't understand why German word radical is so negative. Ich verstehe nicht, warum das Wort radikal im Deutschen so eine negative Bedeutung hat. There is a positive meaning as well, just most of people don't know it. Es gibt auch eine positive Bedeutung von diesem Radikal, aber die meisten verbinden es mit einem negativen Touch. What's Yeah. positive? Well, like this, not compromising. Yeah. You know, you love whatever, Okay. you know, no matter what. Okay. Making no compromise, no matter what. And Yeah. this also can be in a positive sense. Das kann auch in einem positiven Sinne sein, dass man keine faulen Kompromisse eingeht. Right. Yeah. Anyway, Beit Yeshua Gemeinde is a missional Gemeinde, a missional fellowship. Also die Beit Yeshua Gemeinde ist eine missionarische Gemeinde, eine missionarische Gemeinschaft. What is a missional Gemeinde, a missional fellowship? Und was bedeutet es, eine missionarische Gemeinde zu sein oder eine missionarische Gemeinschaft? It is a Gemeinde or fellowship driven by Missio Dei, God's mission. Es ist eine Gemeinde, eine Gemeinschaft, die angetrieben wird von Missio Dei, von dem Wirken Gottes. By the way, we learned this 2 years ago when you were not here anyway. Wir haben über Missio Dei vor 2 Jahren schon gelernt, als die meisten wahrscheinlich nicht da waren. And carrying out God's mission is the fundamental reason of Beit Yeshua's existence. Und diese Missio Dei, dieses Wirken Gottes auszuführen, ist die Grundlage der missionarischen Gemeinschaft von Beit Yeshua.
Missional fellowship, missional Gemeinde is built on God's self-giving love as written in the Philippians 2, verse 5 to 8. Eine missionarische Gemeinde basiert auf der selbstlosen Liebe Gottes, so wie es in Philipper Kapitel 2, die Verse 5 bis 8 beschrieben wird. Okay, we'll read it later. Wir werden es später noch lesen. But in the verse, God actually emptied even his divine form. Gott hat sich, wie es heißt, seiner Göttlichkeit entäußert, For us, unsretwillen, and took the form of a slave. und nahm Knechtsgestalt an. Also es geht um die äußere Form. Da hat er seine Göttlichkeit abgelegt und die Gestalt eines Knechtes angenommen. Yeah. In Greek, self-giving is written as a kenosis. Und im Griechischen ist dieses Wort, was für die selbstlose Liebe oder die selbstgebende Liebe, ist dieses Wort Kenosis. And it is called also kenotic love. Und es wird auch kenotische Liebe, ich kenne es im Deutschen so nicht, genannt. Kenotisch. Kenotic love means is self-giving love. Und diese kenotische Liebe bedeutet, dass sie aus sich selbst heraus gegeben wird. Because God gave himself Weil Gott sich selbst hingegeben hat for us. für uns. Okay? So let's compare, to make it easy, okay, let's compare Gemeinde to a family. Um es einfach zu verdeutlichen, lasst uns die Gemeinde mit einer Familie vergleichen. Who never had a family in your life? Wer hat noch nie eine Familie kennengelernt in seinem Leben? Never in your life. Hatte selbst keine Familie. Niemals in seinem Leben. Es gibt solche Menschen. You came to the world by yourself, Also and grown up by yourself. du bist von alleine auf die Welt gekommen, bist von alleine aufgewachsen. No one. Niemand. Yeah. So to make a family, to build a family, two people, man and woman, build a family based on self-giving love. Also um eine Familie zu gründen oder eine Familie aufzubauen, dazu braucht es zwei Menschen, ein Mann, eine Frau, und die bauen sozusagen diese Familie, und dies ist basierend auf dieser selbstgebenden Liebe. If the family didn't start with self-giving love, but the self-love, Wenn also die Familie nicht begonnen hätte mit dieser selbstgebenden Liebe, sondern aus einer eigensüchtigen Liebe, then the family will be broken, dann würde diese Familie zerbrechen, because no man, woman is capable of satisfying, the other's self-love. No weil one. kein Mensch, kein Mann, keine Frau diese eigensüchtige Liebe des Gegenübers erfüllen kann. Kenosis in Greek means empty oneself, empty self. Dieses griechische Wort Kenosis bedeutet also sich selbst geben, entleeren. Mit God emptied his form of divinity. Gott hat also seine göttliche Gestalt, And, hat sich dieser göttlichen Gestalt entleert and took form of a slave. und hat die Gestalt eines Knechtes angenommen. When I came to Berlin around 5.5 years ago, Als ich vor etwa 5,5 Jahren nach Berlin gekommen bin, I felt really strange feeling. habe ich so etwas Merkwürdiges wahrgenommen, gefühlsmäßig wahrgenommen. I lived in so many different countries, Ich habe zuvor in vielen verschiedenen Ländern gelebt, but never had that kind of feeling.
Aber ich hatte noch nie dieses merkwürdige Gefühl vorher. Where are children? Wo sind Kinder? Where are children? Wo sind die Kinder? And I saw, so many singers, Und ich sah so viele Singles, live alone. die alleine leben. And I never had such, a place in my life. Und ich war noch nie zuvor an einem solchen Ort gewesen. Most of the place I lived were family oriented. Die meisten Orte, an denen ich gewohnt hatte, die waren eher familiär ausgerichtet. And I was thinking, where are families Und ich dachte, wo sind die Familien? in Berlin? Wo sind die Familien in Berlin? And then my German teacher told us, Und dann hat uns unser Deutschlehrer gesagt, over 60% of Berliners are single. mehr als 60% der Berliner sind Singles. I was totally Und ich dachte, ich war shocked. wirklich geschockt. And then after that, Und dann, aber danach, I got a new habit. dann habe ich mir etwas Neues angewöhnt, eine neue Gewohnheit zugelegt. When I see, suddenly, when I see a family with 3 kids Und wenn ich, was selten genug vorkommt, eine Familie mit 3 Kindern sehe, on the train, die auf der Straße unterwegs sind, good job, dann gebe ich ihnen Beifall. Gute Arbeit, good job. gute Arbeit. Because it's so rare to see, family walk around with 3 kids. Denn es ist wirklich so selten, dass man eine Familie spazieren gehen sieht, die 3 Kinder hat. Am I wrong? Liege ich da falsch? Berliner. Ihr Berliner, liege ich da falsch? Am I wrong? Liege ich falsch? No. At least with Germans, you find. Yeah. It was amazing, I found the one family, in the train and with the 4 kids. Und ja, was mal ganz merkwürdig war, dass ich in einem Zug oder in einer Bahn eine Familie mit 4 Kindern gesehen habe. Yeah. So, there was, really loud, talking each other, Und family. sie haben laut miteinander gesprochen, hin und her. Little kids, running around the train. Die Kinder sind im Zug hin und her herumgerannt. I asked them, where are you from? Und ich habe sie gefragt, wo kommt ihr her? Oh, we're from near Stuttgart. Und die sagten, ja, wir kommen aus der Gegend von Stuttgart. Ah, not Berliner. Ah, ihr seid keine Berliner. That makes sense, yeah. Jetzt verstehe ich. So, why there are so many singers in Berlin or in Western Europe, even in South Korea, same now. Warum ist es so, dass es in Berlin oder in Westeuropa oder sogar in Südkorea so viele Singles gibt? And the maximum is not more than 2 children. Und wenn, dann ist das Maximum, was eine Familie hat, 2 Kinder höchstens. But I see, more dogs than children here. You see more? More Hund, Ah, mehr Hund als Kinder, er sieht also viel mehr Hunde in Berlin als Kinder. right? Stimmt's? It makes me so sad. Das macht mich wirklich traurig. Warum? Why? Почему? Warum ist das so? Of course, there are many people who lost their beloved spouse in an accident or incident in old age. I understand. Ja, und natürlich gibt es Leute, die ihren Ehepartner verloren haben aufgrund von einem Unfall oder aus Altersgründen. But the modern society promotes a fake love to ego. Aber es ist auch so, dass die moderne Gesellschaft
propagiert oder sie propagiert eine falsche Liebe, eine Liebe des eigenen, des Egos yeah, or fake love toward others. oder eine falsche Liebe gegenüber anderen Menschen. And people, don't know how to give up on their own ego. Und Menschen wissen einfach nicht, sie verstehen nicht, wie sie ihr eigenes Ego, ihr eigenes Ich ablegen können. And they don't know even how to love themselves. Und sie wissen auch gar nicht, wie sie sich eigentlich selbst lieben können oder sollen. The world forces people to hate everyone, including themselves. Und in der Tatsache ist es so, dass die Welt einem regelrecht dazu zwingt, sich und andere Menschen zu hassen. But believers in Yeshua must be different. Aber Jesusgläubige müssen diesbezüglich anders sein. As John 15:19 describes. So wie es im Johannesevangelium Kapitel 15, Vers 19 heißt. It says, if you were of the world would love you as its own. But because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. Johannes 15, Vers 19 heißt es, wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. We are believers in Christ. Wir sind Jesusgläubige. Actually, I'm wrong. Jetzt Wir- bin ich daneben. We are follower of Christ. Wir sind Nachfolger oder Jünger Jesu. There are different level of, Christian. Es gibt unterschiedliche Stufen des Christseins. Yeah, Sunday attender. Da gibt es die zum sonntäglichen Gottesdienst kommen. Those are a little bit better than believer. Der Better than believer. Better than? Believer. Rangers and Glauben. Believer Also, in Christ. okay, Yeah. okay, go ahead because I'm not sure if I understand Yeah. where you're heading to. So, Also Ja. die wären immerhin schon besser als Gläubige zu sein. yeah, believer because many people believe, but they never go to, fellowship or Gemeinde. Okay, jetzt kommt die Auflösung. Diejenigen, die nur sonntags in die Kirche gehen, sind besser als die, die sich Gläubige nennen, weil es auch Gläubige gibt, die niemals in eine Gemeinschaft oder in eine Gemeinde gehen. When I share gospel in the street, Wenn ich so auf der Straße die gute Nachricht, Evangelium a lot of people say, verkünde, don't worry, I'm a Christian too. und dann sagen viele, ja, ich bin auch Christ. And I ask them back, Und dann frage ich sie aber zurück, when did you go to church last time? wann bist du das letzte Mal in die Kirche gegangen? Oh, last Christmas. Oh, Weihnachten letztes Jahr. Yeah. And then we have a follower. Und dann gibt es die Nachfolger oder Jünger. Yeah. So we are follower of Christ who are saved by the bloody love of Christ on the cross. Also wir sind Nachfolger Jeschua und wir sind errettet aufgrund des Blutes, was Jeschua am Kreuz für uns vergossen hat. As we all know, the love of Yeshua is self-giving love. Wie wir alle wissen, war diese oder ist diese Liebe von Jeschua eine selbstgebende Liebe, sich selbstgebende Liebe. He gave everything, Er hat alles gegeben, including his divinity, form of divinity. sogar seiner Göttlichkeit hat er sich entäußert. This is what I call uncompromisable love. Das ist, was ich diese kompromisslose Liebe Gottes nenne. This uncompromisable love of Yeshua is foundation of missional Gemeinde, as you see here.
Diese kompromisslose Liebe Jeschuas ist also die Grundlage der missionarischen Gemeinde Jeschua. 1 John 4, 7, 8. In 1. Johannes, Kapitel 4, Said, Beloved, let us love one another, for love is from God. Whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. Johannes, 1. Johannes, Kapitel 4, die Verse 7 und 8. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Therefore, Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. so based on this, foundation of self-giving love, Und also basierend auf dieser selbstgebenden Liebe, we build a missional fellowship, missional church. auf dieser Grundlage bauen wir also diese missionarische Gemeinde oder Missionsgemeinde. It needs foundations, Und auf diesem Fundament, with the 4 pillars. da stehen 4 Säulen darauf. Okay, so it is called Koinonia, Diakonia, Kerygma, Eschaton. Okay, Und diese 4 Säulen, die haben die Namen Koinonia, Diakonia, Kerygma und Eschaton. and maybe again I will take the example of family to explain this easily. Und wiederum nehme ich das Beispiel einer Familie, um das möglichst einfach zu erklären. How can you build a strong family? Wie kann man eine starke Familie bauen, With a full of love die voller Liebe ist and joy and happiness. und voller Freude und Zufriedenheit? First of all, the foundation of that kind of family is self-giving love. Und das Erste, was dazu nötig ist, ist diese selbstgebende Liebe. Many young girls looking for man will love her forever. I want to receive love, only for me, love. Are you talking about only girls or men in general? General, young girls. Okay. Junge Mädels, junge Mädchen haben so die Vorstellung, dass irgendwann der eine Mann kommt, der sie ihr Leben lang lieben wird. Ihr diese Liebe gibt, die sie braucht oder sie They're living on a fantasy. Die leben auf Wolke 7. That when a prince will come, to her and will love her, only her forever. Und sie hat also die Vorstellung, dass eines Tages dieser Märchenprinz kommen wird und sie bis ans Ende ihrer Tage lieben wird. Hello, ladies. Hallo, ihr Damen. Yeah, that's true. When you were young, Als ihr jung wart, Ja. war diese Vorstellung. receiving Empfangen, Me. bekommen. me, Ich, me, ich, me. ich. But actually, it's not. Family doesn't happen. Building family cannot be based on that. Aber eine Familie stark zu machen, kann auf so etwas nicht basieren. It's self-giving love. Es muss diese selbstgebende Liebe sein. Self-giving love means, you don't expect to receive. Und diese selbstgebende Liebe bedeutet, dass du nicht erwartest, etwas zu bekommen. Self-sacrifice Es ist diese Selbstaufopferung. is the beginning of family. Diese Selbstaufopferung ist der Beginn einer Familie. But the modern world is egocentric.
Aber diese heutige Welt, die moderne Welt, die ist ich-konzentriert. But the Bible is love-centric. Aber die Bibel, die ist liebesfokussiert, liebeszentriert. As we see in 1 Corinthians 13, Und da sehen wir auch zum Beispiel in 1. Korinther Kapitel 13. love is giving, not receiving. Liebe wird gegeben, nicht empfangen. Husband and a wife work together to build a family by giving themselves. Ehemann und Ehefrau arbeiten zusammen, um eine Familie zu gründen, indem sie sich selbst geben. A husband sacrifices himself to love his wife without expecting any compensation. Und ein Ehemann, der opfert sich selbst in der Liebe für seine Frau, ohne dass er erwartet, davon oder dafür belohnt zu werden. Which doesn't fit much in the Western mentality. Aber das passt nicht so recht in dieses Gedankengut, was in der westlichen Welt vorherrscht. Right? A wife obeys her husband. Und eine Ehefrau ist ihrem Ehemann gehorsam oder untertan And loves him with a self-giving love to death. und liebt ihn mit ihrer selbstgebenden Liebe bis in den Tod. Maybe some will say, no. Und vielleicht sagen manche, nee, so nicht, Because this is not the Western mentality. weil das wäre nicht, was die westliche Welt so denkt. But that's what Bible says. Aber das ist, was die Bibel sagt. And this is chesed, okay, chesed between a husband and a wife as Abraham requested Sarah. Und das ist diese Chesed zwischen Ehemann und Ehefrau, die Abraham von seiner Frau Sarah gefordert hat. In this verse, let's read Genesis 20:13. Wir lesen 1. Mose Kapitel 20, Vers 13. Auf Deutsch. Ja. Ja. Vers 13. Und es geschah, als Gott mich aus meines Vaters Hause ziehen und umherirren ließ, da sagte ich zu ihr, das sei deine Gefälligkeit, die du mir erweisen mögest, an jedem Ort, wohin wir kommen, sage von mir, er ist mein Bruder. In English? No, Paruski. Do you have? Genesis, 1. Mose, first book of Moses, Can you read? 2013. You have to read it. It's very crucial. Bitte lest es, weil das ist wirklich sehr wichtig. Do you have, Michael? I want to see what your English, your German Bible state. This is Barmherzigkeit or what? Gefälligkeit. Gefälligkeit. Okay. Do me this favor. Yeah. Gefälligkeit. And the Russian? This is so what is your Russian word? This is grace or faithful to me that you do
what is the Russian word? Which means mercy. In Hebrew it says, Amorla, Ze Hasedecha, Chesed. Im Englisch, oder nicht im Englischen, sondern im Hebräischen steht da auch das Wort Chesed. Chesed. We learned about what Chesed means. Und wir haben schon gelernt, was diese Chesed, dieses Wort bedeutet. It's a love between two sides. Es ist eine Liebe zwischen zwei Parteien. With a loyalty. Und da ist Treue, Hingabe. Chesed, faithfulness. Faithfulness. Treue, ja. And then trustworthy. Treue also. Und auch Vertrauenswürdigkeit. Yeah. In this verse, the Hebrew word chesed characterized the relationship between husband and wife. Und in diesem Vers ist es so, dass dieses Wort Chesed diese Beziehung zwischen Mann und Frau charakterisiert. Both had to comport themselves accordingly. Beide mussten darin übereinstimmen oder sich übereinstimmen. That's why your Bible has a little bit, problematic problem in the translations. Und deswegen kann es sein, dass eure Bibel vielleicht da ein bisschen Schwierigkeiten hat, Because diesen Begriff zu übersetzen. None of those translations actually convey the true meaning of what really Abraham meant here. Weil keine Übersetzung, egal was da für ein Wort verwendet wird, kann wirklich das wiedergeben, was Abraham damit ausgesagt hat. Chesed was not merely love dependent solely on the subject. Solely dependent solely on the subject, but was at the same time loyalty and beauty, which means, Chesed has a meaning of loyalty and duty. Also dieses Wort Chesed hat die Bedeutung von Treue, aber auch der Pflicht gegenüber dem anderen. And the faithfulness. Und eben die Loyalität, treu einander zu sein. What we have to understand in this verse is, the situation where Abraham and Sarah was. Und wir müssen verstehen einfach die Situation, in der sich Abraham und seine Frau Sarah befanden. Abraham in the verse was desperate to keep his life. Abraham sah sich genötigt oder war gezwungen, sich um sein Leben Sorgen zu machen, Gedanken zu machen. Abraham and Sarah both knew exactly what would happen when those pagans in Egypt, Canaan, saw them. Abraham wusste genau, was auf ihn zukommen könnte, umgeben von diesen Heiden, sowohl im Lande Kanaan als auch in Ägypten. The only way to keep both of their life was to give their own wife, his own wife as a sister to those pagan kings. Die einzige Möglichkeit, dass beide am Leben blieben, war, dass seine Frau oder dass Sarah sozusagen als seine Schwester oder sich Sarah auch als seine Schwester ausgibt. There was a culture in ancient Middle East. Es gab im Nahen Osten eine Kultur in der Zeit der Antike. King had the power to kill anyone. Kings had the power to kill anyone they wanted. Könige hatten das Recht, jeden beliebigen, der ihm gerade genehm war, umbringen zu lassen. Even to take someone's wife. Und er konnte auch die Frau eines anderen nehmen. So for this mission, Abraham requested Sarah's love with loyalty and trust, chesed, to her husband. Und deswegen forderte Abraham hier diese Chesed-Liebe ein von seiner Frau, die also Pflichtergebenheit und Treue und Verbundenheit. So Boaz, when you
say to your wife, your loved wife, So, wenn du also zu deiner geliebten Frau sagst, okay, today someone will come heute kommt jemand and will ask, who is this lady? und der fragt, okay, wer ist diese Frau? Oh, my wife. Und die Antwort ist, ja, meine Frau. Really? Wirklich, deine Frau? Dann Kopf ab. Okay. Then you ask her, Und dann, before that, dann fragst du sie zuvor, probably I have to send you to some man today. vielleicht muss ich dich irgendwie zu einem anderen Mann schicken heute. Probably you have to sleep with him so that I keep my life. So, wahrscheinlich musst du ja mit ihm schlafen, damit ich am Leben bleibe. Does it make sense? Ergibt es irgendwie Sinn? What? Does it make sense? Ja, macht es Sinn? But for Sarah and Abraham, it was issue of death or life. Aber für Abraham und Sarah war das eine Frage von Leben und Tod. That's what exactly Abraham asked Sarah to do. Und genau aus diesem Grund hatte Abraham Sarah gebeten, dies zu tun. Okay. You have to, Sarah, you have to keep me alive. Sarah, du musst dafür sorgen, dass ich am Leben bleibe. So this is a hesed, your love for me with a loyalty and trust. Das ist also diese Liebe mir gegenüber, mit dieser Verbundenheit, mit dieser Pflicht, mit dieser Treue. And someone asks, say that I'm your brother, Und wenn jemand sagt, ich bin dein Bruder, then maybe the man will take you, und dann kann es sein, dass der Mann dich nehmen wird, to make you as a third or fifth, 10th wife. und er macht dich vielleicht dann zu seiner 5. oder zu seiner 10. Frau. Really? Ja, But she had no question or argument or rebellion or rejection about this word. aber sie hat gegenüber diesem Wort von ihrem Mann sich nicht aufgelehnt, ist nicht abgelehnt, sich nicht dagegen verwehrt. Simply she didn't say no. Einfach gesagt, sie hat nicht Nein gesagt. Why? Und warum? She understood the situation. Weil sie die Situation verstanden hat. And this is exactly right after God promised, chapter 18, God promised to Sarah that God will give a son, and she left. Und das ist genau nach diesem Ereignis, was wir von Kapitel 18 noch kennen, wo Gott den Sohn verheißen hat von Sarah und Sarah darüber gelacht hat. After that happened. Und das ist genau nachdem dieses geschehen war. After promising of son, having a promising of son, that happened again to another man, going to another man. Und genau nach dieser Verheißung des Sohnes oder eines Sohnes geschieht genau das. Sie soll eines anderen Mannes Frau What werden. I'm trying to explain here is Und was ich versuche zu erklären, ist Folgendes. self-forgiving love Diese selbstgebende Liebe as a wife, als Ehefrau, as a husband. als Ehemann, You do everything, tust du alles, literally including your life, wirklich alles, auch dein eigenes Leben gibst du hin for your spouse. für deinen Gatten oder deine Gattin. You could die, Du könntest sterben dabei, there is a risk, da gibt es ein gewisses Risiko. This is what chesed in family means. Und das ist, was dieses Chesed im Rahmen einer Familie bedeutet.
Of course, those things doesn't happen in this world again, in this today. Abraham issues doesn't happen here. Aber natürlich, diese Umstände, in denen Abraham war, das ist nicht so, dass die in der heutigen Zeit noch geschehen. But you don't know. Aber man weiß nie. The world is so creepy now. Die and Welt criminal. ist so kriminell geworden, so verrückt diesbezüglich. Based on Chesed, the relationship of family begins. Und basierend auf dieser Chesed-Liebe beginnt das eigentliche Familienleben. And through the endless work, endless talk, Und weniger als durch Worte, was man miteinander redet. an intimate relationship among family members are grown. Und also indem man auch viel miteinander redet und diese innige Beziehung hat unter Familienmitgliedern, dadurch wächst die Beziehung in der Familie. This is what Koinonia means. Und das ist die Bedeutung von diesem Wort Koinonia, Gemeinschaft. Yeah, Gemeinschaft. I don't like the word German word Gemeinschaft Ich mag dieses deutsche Wort Gemeinschaft, because it's totally wrong translation. denn es ist wiederum eine falsche Übersetzung You will see why soon. und ihr werdet sehen, warum. If you have a husband and a wife who is always hanging around outside of home, Wenn Mann und Frau immer nur weg sind von zu Hause and doesn't try to have koinonia with his spouse, und nicht versuchen, diese Koinonia zu haben mit ihrem Ehegatten, it is impossible to build a strong family. also wenn die an unterschiedlichen Orten sind, immer weg sind von zu Hause, dann ist es wirklich unmöglich, eine starke Familie zu haben. Maybe our husband says, I have my own life and I have to enjoy the very Western way. Vielleicht sagt der Ehemann, ich habe mein eigenes Leben und das will ich genießen. And the wife says, yeah, so let's enjoy life as each person wants and not bother each other. Und wenn die Frau dann sagt, ja, lass uns das Leben genießen, so wie jeder Einzelne das einfach will und ja, wir gehen uns einander nicht auf die Nerven. Das nicht geht. Und das funktioniert nicht. First John 1:3, In 1. Johannes Kapitel 1, the which we have seen, heard, we proclaim also to you, so that you too may have a fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with the Son, His Son, Yeshua Mashiach, Jesus Christ. If we say we have fellowship with Him while we talk in the darkness, while we talk in the darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Yeshua, His Son, cleanses us from all sin. in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 3, da heißt es, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. So let's make it simple. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn, dem Messias Yeshua. Und noch die Verse 6 und 7. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jeschuas, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. So let's make it simple. So, einfach gesagt. What is koinonia? Was ist Koinonia? Number one, sharing common things.
Dinge miteinander zu teilen oder miteinander zu haben, die uns gemeinsam sind. You know, bloodstream, blood, Das Blut, life, das Leben, time, Zeit, some property or possession. das, was wir besitzen, Heart, die spirit. Herzensbeziehung, den Geist, Yeah, spirit in Christ. den Geist in Christus. Koinonia, the word Koinonia has a meaning of sharing. Das Wort Koinonia bedeutet miteinander teilen oder gemeinsam haben. And also sharing what I have. Und auch zu teilen, was ich habe. And when I had the conference with missionaries in Brussels long ago, Als ich schon vor längerer Zeit auf einer Konferenz war, zusammen mit anderen Missionaren in Brüssel, the last night we had a dinner together. da hatten wir am letzten Abend ein gemeinsames Abendessen. Again, it's together. Und es ist ein gemeinsames, etwas Gemeinsames In your European way, auf europäische Art. Dutch pay. Dutch pay. You pay your own. Jeder zahlt für sich. Yeah. And I didn't have that kind of mind yet at that time. Und zu dieser Zeit hatte ich noch nicht dieses Verständnis oder dachte ich noch nicht so. So we had in the table around 20 missionaries from all around the world. So an unserem Tisch saßen so etwa 20 Missionare aus der ganzen Welt. Some Korean and some American. Just pulled out cash and left money and left. So, und die Koreaner und die Leute aus den USA, die haben es einfach so gemacht, die haben etwas Geld aus der Tasche genommen oder aus dem Geldbeutel genommen und haben es so mitten auf den Tisch gelegt. And we had 3 Germans. Und da waren auch 3 Deutsche dabei. And they were sitting together, Und die saßen zusammen calculating, und die haben ausgerechnet, with a exact percentage of cent. und die haben dann auch das Trinkgeld bis auf den letzten Pfennig ausgerechnet. I didn't know what to say. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Because I didn't learn the European mindset yet. Weil ich bis dato noch nicht das europäische Verständnis oder mir das europäische Verständnis noch nicht klar war. And that is not Koinonia. Und das ist nicht Koinonia. I share what I have. Ich teile, was ich habe. I asked them, maybe I can pay for all of you. Und ich fragte sie, soll ich für euch zahlen? Because Dutch pay really makes me uncomfortable. Weil diese Art, jeder zahlt für sich, das geht mir zuwider. We are coming from the culture that big man pays for everyone. Or big man, big father pays everything. Okay, dann ist es also so, dass derjenige, der das meiste Geld hat, der Daddy, der bezahlt alles. And it made me really uncomfortable to see them calculating in the sense. Und das war mir also wirklich fremd zu sehen, wie da genau auf den Pfennig gerechnet wurde. It was not for me. Das war mir zuwider. But the issue is, there was no Koinonia. Aber die Sache dabei war, es war keine Koinonia, es war nicht die Gemeinschaft. Even a family. Es war auch keine Familie. And when I came to Berlin, Und als ich nach Berlin kam, I lived in a family apartment. da wohnte ich in so einem, mit einer Familie. A lady with a daughter, 26 years old daughter, lived together.
Da wohnt auch eine Frau mit ihrer 26-jährigen Tochter. And I saw one day there when so they came back from the Lidl. Und eines Tages, da kamen die beiden zurück, die waren gerade bei Lidl einkaufen. Then they were sitting together Dann haben sich die beiden hingesetzt and counting. Okay, how much did you pay for this? How much did you pay? Oh, this is mine. So counting was cent. It's for me. It's for you. und dann haben sie, dann saßen sie da und haben auseinandergetüftelt, was denn nun wer bezahlen muss und was wem gehört. I was totally shocked. Und ich war wirklich geschockt, das It was zu a sehen. big culture shock for me. Es war wirklich ein Kulturschock für mich. This is what really I couldn't learn, because there is no koinonia in that family. Und das ist, was ich mir nicht habe aneignen können, weil das ist nicht Koinonia in einer Familie. Sharing what I have. Das zu teilen, was ich habe. And third, the sharing suffering of Christ. Und auch an dritter Stelle das Leiden Christi miteinander zu teilen. When we have a fellowship, we are sharing the suffering of Christ. Wenn wir also Gemeinschaft haben, wenn wir Koinonia haben, And dann teilen wir auch das Leiden Christi miteinander And participating in the divine nature of God. und haben Teil an der göttlichen Natur, And Paul said in Philippians 3:10, we have to share the suffering of Christ in koinonia. Und wie es in Philippa 3,10 heißt, um die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen. That I may know him and the power of his resurrection and may share in Greek here koinonia, his suffering, becoming like him in his death. Um die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, diese Gemeinschaft teilen, Koinonia, indem ich seinem Tod gleich werde. If you don't participate in this sacrificial love tied fellowship voluntarily, wenn du also nicht freiwillig aus eigenem Wollen an dieser selbstopfernden Liebe einer Gemeinschaft teilnimmst, then there will be no koinonia. dann gibt es da keine Koinonia. And no koinonia means no need for the existence of it Yeshua. Und wenn da keine Koinonia ist, dann gibt es auch keinen Grund für das Bestehen der Beit Yeshua-Gemeinde. In Hebrew, koinonia is called chavurah. Auf Hebräisch wird dieses Wort Koinonia mit Havurah übersetzt. Which means a community or band. Und das bedeutet eine Gemeinschaft oder eine Bande, die verknüpft. And we are a band united by the blood of Yeshua. Und wir sind verbunden durch das Blut Jeschuas. And then koinonia is dynamic relationship. Und Koinonia ist auch eine dynamische Verbindung, eine dynamische Beziehung. It's much more than Western style hi-bye relationship. Und das ist viel mehr als dieser westliche Usus, den man hat, sozusagen, hi, hier bin ich und tschüss und man geht wieder. And this is my prayer, Und das ist mein Gebet, that we have to share our life with others in Beit Yeshua. dass wir unser Leben teilen mit anderen hier in Beit Yeshua. So it is love bound the relationship with loyalty, duty, and also life commitment. Es ist also eine Beziehung, die auf Liebe basiert, auf dieser Chesed-Liebe, mit der Verpflichtung zur Treue und auch mit Aufgaben. Und es ist eine Verpflichtung mit dem Leben. Therefore, it is so clear for us that Koinonia is not a social club.
Und deswegen ist es auch klar, dass Koinonia kein sozialer Club ist. And in social club, it doesn't happen. Weil in einem normalen sozialen Club oder sozialen Verein gibt es so etwas nicht. You know, I used to open the table, meal table after worship service until last month. Wisst Until ihr, this beginning of this month. bis zum Ende des letzten Monats oder Anfang diesen Monats war es so üblich, dass wir danach noch die Tische wieder zusammengestellt haben und gemeinsam gegessen haben. And that the meal table is not to be served. Und ja, sich an diesen Tisch zu begeben bedeutet nicht, sich dienen zu lassen, But to serve others. sondern um anderen zu dienen. Okay, the meal table is a time to learn Koinonia and Diakonia. Und dieser Essenstisch ist eben die Zeit, um zu lernen, was Koinonia und Diakonia ist. I will talk about Diakonia next week. Über Diakonia werde ich die nächste Woche sprechen. This is the main reason that I started the meal table. Und das war der eigentliche Grund, warum ich angefangen habe mit diesem Essenstisch. It's not about to come and eat. Es geht nicht darum, zu kommen und zu essen. First of all, is place a place to that you can learn how to serve others. Als erstes sollte es der Ort sein, an dem du lernst, anderen zu dienen. How to connect with others. Wie du mit anderen in Verbindung treten kannst. Learn how about others, how to pray for them. Dass du von anderen lernen kannst, von ihnen hörst, wie du für sie beten kannst. And I have been watching people during the Abendbrot. Und ich habe sogar welche bei dem Abendbrot dabei beobachtet. And I always post in the group chat that we will have an Abendbrot. Weil ich auch immer in dem Gruppenchat dann reingeschrieben habe, dass wir Abendbrot haben werden. Only a couple of people bring the food to share. Und es waren nur einige, die Essen mitgebracht haben, um das mit den anderen zu teilen. And only few members are serving and cleaning. Und nur ein Teil derer, die dann kamen, halfen dann beim Aufräumen und Saubermachen. And this is not Koinonia. Und das ist nicht Koinonia. This is not what a family in Yeshua's blood bond love can do. Und das ist eben nicht, was eine Familie Jeschuas, die durch dieses Band verbunden ist, tun soll. This is the main reason that I started. Und das war der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, okay, wir hören damit auf. I realized that we have to learn what Koinonia means first to start it again. Ich habe verstanden, dass wir zuerst lernen müssen, was eben Koinonia ist, bevor wir wieder damit anfangen. You know, we say, I'm a believer in Yeshua. Wisst ihr, wir sagen, ja, wir glauben an Jeshua. And in the Bible, so many times Yeshua or by Paul or others say, okay, if you love and live in it and act in it, if you love, if you believer, and you have love of Christ and live in it and act in it. Also wir lesen in der Bibel, sowohl Jeshua sagte das, als auch zum Beispiel Paulus, dass wenn du liebst, dann musst du auch darin leben und danach handeln. Faith in Christ is not only for your brain to make heavy. Glaube an Jesus ist nicht nur einfach für deinen Kopf, um deinen Kopf schwer zu machen. You know, to accumulate your knowledge. Dass darin dein Wissen angesammelt wird. And God doesn't need you, God doesn't need those people, who try to accumulate the knowledge. Und Gott braucht nicht diese Leute, die nur darauf aus sind, Wissen anzuhäufen. We have to remember what Yeshua said. Wir müssen uns daran erinnern, was Jeshua gesagt hat. The story of 10 virgins. Zum Beispiel das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. They were all believers.
Sie waren alle Gläubige, but only 5 will enter into the kingdom. aber nur 5 von denen sind in das Reich Gottes eingegangen. Do you think those, the other 5 left behind were non-believers? Denkt ihr, dass die 5 anderen nicht gläubig waren? If they were non-believers, they didn't come there. If they were atheists or non-believer, they didn't come there. Also wenn sie nicht To wait gläubig Jesus. gewesen wäre, Atheisten gewesen wäre, wären sie ja noch nicht mal dahin gegangen, wo Jesus ist. Don't just don't say as just verbally that I'm a believer. Sagt nicht einfach nur so schwammig, dass ihr Gläubige seid. We have to live as a believer and not follower, follow of Christ. Wir müssen als Gläubige auch leben als oder in der Nachfolge Jeschuas. I want to start, from September when the heats go down. I want to start the Abendbrot again. Im September, wenn es nicht mehr ganz so heiß sein wird, möchte ich gern wieder mit diesem gemeinsamen Essen, mit dem Abendbrot anfangen. Because, here we come to serve. Denn wir kommen hierher, um zu dienen. I came to here to serve you. Ich bin hierher gekommen, um euch zu dienen. I didn't ask you to pay me at all. Ich habe euch nie gefragt, ob ihr mir etwas dafür geben wollt. I serve you. Ja, ich diene euch. I served you for 2 years Ich diene euch schon seit 2 Jahren, because I thought one day you will understand what it means to be servant. Ich diene euch schon seit 2 Jahren in der Hoffnung, dass ihr irgendwann versteht, was es bedeutet zu dienen. I didn't want to teach verbally only. Ich wollte nicht einfach nur so schwammig lehren. I wanted to live on what I'm teaching, Ich möchte das auch leben, was ich lehre, so that you can see, what we have to do as a follower of Christ. damit ihr seht, was unsere Aufgabe ist, was wir tun sollen, wenn wir in der Nachfolge Jeschuas leben. And I poured my heart to you, Und ich gieße wirklich mein Herz aus für and euch. my soul, and my time, my life. I poured you to serve. Ja, ich gebe alles hin, mein Wesen, meine Seele, meine Emotionen, um euch zu dienen. Hoping In der Hoffnung, that you will do, as I did to others. in der Hoffnung, dass ihr das auch anderen tut, was ich euch Koinonia. tue. Diese Koinonia. Starting from here. Self-giving love. Ausgehend von diesem Fundament, dieser selbstgebenden Liebe. We are light. We are light. Wir sind das Licht. God sent us Gott hat uns ausgesandt into the dark world, in die Dunkelheit dieser Welt, but to make a light on as a candle. To make a light, lit light on the candle. um ein kleines Licht wie eine Kerze zu sein. You have to burn yourself. Dazu musst du dich selbst hingeben. If you don't burn yourself, Wenn du dich nicht selbst hingibst, the candle cannot make a light. dann kann diese Kerze kein Licht geben. Let's You have to burn. Du musst als Kerze auch brennen. Du musst als Kerze brennen. Ich habe übersetzt bond. no, Nicht not hingeben. burn yourself. Ja. Yeah. Du musst also selbst brennen, um ein Licht sein zu können als Kerze. Wenn du nicht brennst, dann gibt es auch kein Licht. I want to have a question for you. Ich habe eine Frage an euch. Simple question. Eine ganz einfache Frage. Are you a believer or attendant or follower of Christ? Bist du jemand, der an Christus glaubt
Bist du jemand, der kommt? Bist du jemand, der ihm nachfolgt? If you think you follow Christ, Wenn du sagst, wenn du denkst, du bist ein Nachfolger Christi, then prove yourself dann musst du es auch beweisen. by living in self-giving love. Musst es beweisen, indem du in dieser selbstgebenden Liebe lebst. With Koinonia. Zuerst mit Koinonia. Tomorrow, next week we will talk about diaconia. Nächste Woche werden wir über Diakonia sprechen. And then whole month in August we will talk about kerygma, evangelism, how to share gospel. Und dann werden wir über Kerygma sprechen, über Evangelisation, wie man die gute Nachricht weitergibt. In a very practical way, Auf sehr praktische Art und Weise. So you will learn about this. Da werdet ihr darüber lernen. And August 27th, Und am 27. August we'll have a guest from Israel. werden wir einen Gast aus Israel haben. One of my best friend, Israeli friend, One of your or the best friend. one of Einer meiner besten Freunde aus Israel. he is a great evangelist, Er ist ein wunderbarer Evangelist, but he never went out to street to evangelize. aber er ist noch nie auf die Straße gegangen, um zu evangelisieren. He didn't need, Das brauchte er nicht, because his Why? life, weil sein Leben, his life itself was a witnessing. weil das Leben, das er lebt, einfach ein Zeugnis ist. Through his business, Durch seine Arbeit, die er tut, through the friendship, durch die Freundschaften, die er pflegt und wie er sie pflegt. he even shared gospel to mayors of Yeah. his city. Hat also auch dem Bürgermeister seiner Stadt sozusagen Zeugnis gegeben. That's what we want to learn. Das ist, was wir lernen wollen. Okay, we don't need a bannering, wow, we go to evangelism, okay. Wir brauchen also nicht so diese Banner, Evangelisation. Your life itself should witness. Dein Yeshua. Leben selbst soll Zeugnis geben oder Zeugnis sein von Yeshua. Okay, let's pray. Andrea. Lass uns beten.